In unserem Projekt Autark entwickeln wir ein autonomes Assistenzsystem zur Unterstützung von Mensch-Roboter-Kollaborationsprozessen. Konkret machen wir das in unserem Projekt am Beispiel der Transformatorenmontage. Und welche einzelnen Schritte in diesem bisher komplett manuellen Prozess dazugehören, das zeigt uns im Nachgang Aaron. Anschließend zeige ich, wie wir die Sensorik, die hier mit im Spiel ist, den daraus gewonnenen Daten und Machine Learning Techniken hier innovativ den Monteur unterstützen können, um die Montage noch sicherer zu machen. Werfen wir einen Blick auf die Umgestaltung zu einem kollaborativen Arbeitsplatz. Der Roboter stellt Spulen bereit, die der Mensch bislang auf den Arbeitsplatz hieven musste. Wechselseitig wird im nächsten Vorgang für die exakt abgezählten Bleche gesorgt. Mit demselben Greifer können auch weitere Bauteile des Transformators wie Kopf- und Fußwinkel angereicht werden. Da nicht alle Bauteilgewichte mit verfügbaren kollaborativen Robotern gehandhabt werden können, wurde in dem Projekt eine Lösung für die Zusammenarbeit mit herkömmlichen Industrierobotern entwickelt. Das, was wir machen, ist eigentlich kontinuierlich die Distanz zwischen Mensch und Roboter zu beobachten und letztendlich den Roboter in seiner Geschwindigkeit zu reduzieren. Nähern wir uns dem Roboter, reduziert dieser die Geschwindigkeit oder stoppt komplett, wie hier im Bild. So kann direkt am Bauteil gearbeitet werden. Sobald sich der Mensch wieder entfernt, fährt der Roboter mit dem Prozess fort. Um diese sichere und adaptive Steuerung des Roboters zu ermöglichen, trägt der Werker ein körpernahes Sensorsystem. Um die Distanz berechnen zu können, statten wir den Menschen letztendlich mit Sensorik aus, die teilweise in die Arbeitskleidung direkt integriert wird. Das ist zum einen ein Lokalisierungssystem, wo ich Tags am Körper trage und im Umfeld sind verschiedene Antennen platziert und die ermöglichen, dass das System weiß, dass ich genau hier stehe letztendlich. Und das ist aber erstmal ja noch relativ ungenau, ne? Genau. Wenn ich nur dieses System hätte, dann würde der Roboter schon stoppen, obwohl ich noch einen Meter Distanz zu ihm hätte. Darum haben wir das letztendlich kombiniert mit einer faseroptischen Sensorik und da integrieren wir letztendlich Glasfaser entlang der Arbeitskleidung. Und diese Glasfaser ermöglicht es uns zu wissen, wie ist die aktuelle Körperhaltung. Ja. Genau. Und dann kommen wir so weit, dass letztendlich, sobald wir den Roboter berühren, stoppt dieser tatsächlich. Das nutzen wir einerseits, um tatsächlich die Bewegung des Roboters zu stoppen. Genau. Und andererseits benutzen wir die Daten noch dazu, damit wir eben die Bewegung erkennen, welche einzelnen Bewegungen der Werker tatsächlich macht auch. Die Sensordaten werden so segmentiert, dass die Datenmuster einzelnen Bewegungen zugeordnet werden können. These are the different parts of the different movements and motions. Anschließend wird mit Methoden der künstlichen Intelligenz ein Modell trainiert, durch das Bewegungen automatisch erkannt werden. Durch die körpernahe Sensorik, die daraus gewonnenen Daten und Machine Learning Techniken kann innovativ der Monteur unterstützt und so die kollaborative Montage noch sicherer gemacht werden. Im Ergebnis unseres Projektes Autark konnten wir zeigen, dass eine sichere Mensch-Roboter-Kollaboration durch die eingebrachte körpernahe Sensorik möglich ist. Und das ist ein Riesenerfolg. Als nächsten Schritt werden wir uns nun um die Miniaturisierung der Sensorik und echte Integration der Sensorik in die Kleidung kümmern. Denn erst dann wird das auch wirklich zum Erfolg.